Hier sind einige grundlegende Regeln und Tipps zum Sparen, die dir helfen können, deine Finanzen zu verbessern und langfristig finanzielle Sicherheit zu erreichen. Erstes Budget erstellen und einhalten. Der erste Schritt zum Sparen ist, deine Einnahmen und Ausgaben zu kennen. Erstelle ein monatliches Budget, in dem du genau festhältst, wie viel Geld du verdienst und wie viel du ausgibst. Dies gibt dir einen klaren Überblick über deine Finanzen. Setze feste Kategorien für Dinge wie Lebensmittel, Miete, Freizeit und sparsame Ausgaben, damit du den Überblick behältst. Zweites Ziel: setze dir klare, realistische Sparziele. Du solltest wissen, wofür du sparst, ob es um eine Notfallreserve, den Urlaub oder den Kauf eines Hauses geht. Teile große Sparziele in kleinere, erreichbare Meilensteine auf, um die Motivation hochzuhalten. Drittes: automatisiertes Sparen. Eine der besten Methoden zum Sparen ist, einen automatischen Überweisungsplan einzurichten. Überweise jeden Monat einen festen Betrag direkt von deinem Gehaltskonto auf ein separates Sparkonto. Wenn du das Geld gleich nach dem Gehaltseingang überweist, siehst du es nicht und wirst weniger versucht sein, es auszugeben. 4. Schulden abbauen. Schulden können deine Sparbemühungen stark beeinträchtigen, vor allem wenn sie hohe Zinsen haben. Es ist wichtig, zuerst hochverzinsliche Schulden, wie Kreditkartenschulden, abzubauen, bevor du viel sparst. Konzentriere dich darauf, eine Schuld nach der anderen zu begleichen. Schneeballmethode, um schnell Fortschritte zu sehen. 5. Notfallfonds aufbauen. Ein Notfallfonds ist wichtig, um unerwartete Ausgaben zu decken, ohne dass du auf dein gespartes Geld zurückgreifen musst oder dich in Schulden stürzen musst. Ein guter Anfang sind etwa 3 bis 6 Monate an Lebenshaltungskosten. Lege diesen Notfallfonds auf einem leicht zugänglichen, aber verzinsten Sparkonto an. 6. Unnötige Ausgaben reduzieren. Überprüfe deine Ausgaben regelmäßig und schaue, wo du unnötig viel Geld ausgibst. Kleine, regelmäßige Ausgaben wie das tägliche Kaffee oder Abonnements, die du nicht nutzt, können sich im Laufe der Zeit summieren. Erstelle eine Liste deiner monatlichen Ausgaben und überlege, welche du kürzen oder eliminieren kannst. 7. Spartechniken anwenden. Es gibt viele Spartechniken, die dir helfen können, systematisch Geld zu sparen. Ein paar beliebte Methoden sind 50-30-20-Regel. 50% des Einkommens für notwendige Ausgaben, 30% für Wünsche und 20% für Ersparnisse. Die 30-Tage-Regel. Bei größeren Anschaffungen, die du nicht dringend brauchst, warte 30 Tage, um zu sehen, ob du den Kauf immer noch möchtest. Cash-Envelope-System. Wenn du für bestimmte Kategorien, zum Beispiel Lebensmittel oder Freizeit, mit Bargeld arbeitest, behältst du besser den Überblick über deine Ausgaben. 8. Geld für größere Ziele beiseite legen. Wenn du für ein großes Ziel wie ein Haus, ein Auto oder einen Urlaub sparst, lege regelmäßig Geld beiseite. Vermeide es, das gesparte Geld für kurzfristige Ausgaben zu verwenden. Öffne ein separates Sparkonto für jedes Ziel, damit du den Fortschritt für jedes Ziel im Auge behalten kannst. 9. Geld. Klug anlegen. Wenn du bereits eine Notfallreserve hast und regelmäßig sparst, ist es sinnvoll, dein Geld in sichere, renditestarke Optionen zu investieren. Langfristige Anlagen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien können dir helfen, Vermögen aufzubauen. Investiere in niedrig kostengünstige Indexfonds oder ETFs, die eine breite Diversifikation bieten. 10. Sparzinsen nutzen. Nutze Zinsen und Dividenden, um dein Erspartes wachsen zu lassen. Auch kleine Beträge, die auf einem Sparkonto verzinst werden, können über die Jahre hinweg eine beachtliche Summe ergeben. Suche nach Sparkonten mit höheren Zinsen und überlege, ob ein Festgeldkonto für langfristige Ziele sinnvoll sein könnte. 11. Spar-Apps und Tools. Es gibt zahlreiche Apps und Online-Tools, die dir helfen können, deine Finanzen zu organisieren und automatisch zu sparen. Apps wie Kapital oder Acorns runden deine Sparstrategien ab, indem sie dich beim Sparen unterstützen. Wähle eine App, die zu deinem Stil passt. Einige runden deine Einkäufe auf und investieren das Wechselgeld. Andere helfen dir, monatliche Ziele zu setzen. 12. Belohnung für das Sparen. Es kann motivierend sein, sich selbst zu belohnen, wenn du deine Sparziele erreichst. Achte jedoch darauf, dass diese Belohnungen dein Erspartes nicht gefährden.
Wenn du ein Sparziel erreicht hast, gönne dir etwas Kleines, aber achte darauf, dass es nicht deine Ersparnisse aufbraucht. 13. Langfristige Disziplin. Bewahren Sparen erfordert Disziplin und Geduld. Es ist ein langfristiger Prozess, bei dem du regelmäßig Geld beiseite legst und nicht sofort eine Belohnung siehst. Es ist wichtig, das Ziel im Blick zu behalten und nicht nachzugeben, wenn es schwierig wird. Visualisiere dein Sparziel, Xanthas B durch ein Vision Board oder eine Fortschrittsanzeige, um motiviert zu bleiben. Das Sparen ist eine Gewohnheit, die kontinuierlich gepflegt werden muss. Es ist nicht nur wichtig, regelmäßig Geld beiseite zu legen, sondern auch kluge Entscheidungen über Ausgaben und Investitionen zu treffen. Wenn du diese grundlegenden Regeln befolgst, wirst du nach und nach in der Lage sein, finanzielle Sicherheit zu erreichen und deine Ziele zu verwirklichen. Gefällt dir das Video? Dann abonniere bitte den Kanal und gib ein Gefällt mir.